Ich bin der Vorsitzende vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge von Bad Pyrmont, Helmut Eichmann. Und im Rahmen des Volkstrauertages unserer Veranstaltung haben Bürgermeister Klaus Blome und ich Kränze auf mehreren Friedhöfen hingelegt. In dem letzten Film haben wir bereits über Holzhausen gesprochen und alles aufgezeigt. Jetzt sind wir auf dem jüdischen Friedhof. Und da es auf dem jüdischen Friedhof üblich ist und Vorschrift ist, dass man eine Kopfbedeckung hat als Mann, werde ich jetzt eine Kopfbedeckung mir aufsetzen. Und Klaus Blome und ich haben hier einen Kranz hingelegt. Und ein zweiter Kranz liegt auch da. Der wird am 9. November von der jüdischen Gemeinde hingelegt. Und das ist schon seit vielen Jahren Brauch, da bin ich auch regelmäßig dabei. Dieses Jahr war allerdings auch keine öffentliche Veranstaltung. Also diesen Kranz hier haben Bürgermeister Klaus Blome und ich hier hingelegt. Der andere Kranz stammt von der liberalen jüdischen Gemeinde aus Bad Pyrmont, die seit vielen Jahren hier am 9. November eine Gedenkveranstaltung durchführt, an der ich normalerweise auch immer teilnehme. Der Friedhof war, als ich 1992 den Vorsitz des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge übernommen habe und ich hier mit Bürgermeister damals Heinz Schlutter hier war, da war der Friedhof alles untergegraben. Die ganzen Grabsteine, die hier sind, waren nicht da, lediglich dieser Gedenkstein stand hier. Und der Heimatforscher und mein Freund Heinrich Rostmann hat sehr stark initiiert, dass hier mal nachgegraben wurde. Und es hat sich ein Arbeitskreis jüdischer Friedhof entwickelt. Und man hat gegraben und man hat diese ganzen Grabsteine hier gefunden, die die Nazi-Zeit überdauert haben. Denn am 9. November sind hier auch etliche Grabsteine zerstört worden. Aber viele sind eben doch noch erhalten geblieben. Sie sind nur einfach eingegraben worden und konnten jetzt wieder rausgeholt werden. Und insofern können wir hier eben zahlreiche Grabsteine sehen, die auch mit hebräischer Schrift, wie wir sehen können, ausgestattet sind und teilweise eben auch auf Deutsch und auf Hebräisch. Und bereits während des Dritten Reiches wurde die Bestattung auf diesem Friedhof verboten und es wurde begründet mit Quellenschutz. Es gab dann einen weiteren Friedhof, einen jüdischen Friedhof, der außerhalb Richtung Friedenstal vorhanden ist. Und dieser Friedhof, auf diesem Friedhof sind nur wenige Gräber und der blieb auch unbehelligt, damals in der Reichskristallnacht 1938. Weil er so weit außerhalb war, wurde er also nicht beschädigt, nicht geschändet. Der Friedhof ist sehr alt. Wir können sehen, wann hier verschiedene verstorben sind. 1868, 1863 und einige wenige etwas neuere Beerdigungen waren auf dem Friedhof, der im Friedenstal angelegt ist. Ich war seinerzeit mit Heinrich Rostmann auch auf diesem Friedhof mal gewesen. Da stehen aber nur 2 oder 3 Grabsteine. Da ist nicht sehr viel. Dem jüdischen Friedhof ist vielleicht noch zu sagen, auf einem jüdischen Friedhof besteht ewiges Ruherecht.
Das heißt, im Gegensatz zu christlichen Friedhöfen wird hier nichts angerührt. Es bleibt alles unverändert. Die Gräber werden in dem Sinne nicht gepflegt. Aber wer hier vorbeikommt, legt einen Stein hier hin, um zu zeigen, dass er hier gewesen ist. Ich hatte in dem letzten Film gesagt und gezeigt, das Grab von Heinrich Rostmann, dem Heimatforscher, der bei der jüdischen Gemeinde natürlich sehr beliebt war. Und bei ihm lagen seinerzeit auch eine ganze Reihe Steine auf dem Grab. Es kamen also offensichtlich etliche jüdische Besucher, die eben auch einen Stein hingelegt haben. Leider sind die Steine inzwischen weggeräumt worden, weil wahrscheinlich verschiedene Leute diese Tradition nicht kennen. Und von daher liegen da jetzt keine Steine mehr. Aber ich habe mich damals sehr gefreut, wie ich das gesehen habe, dass da eben auch Steine von der jüdischen Gemeinde liegen. Und hier können wir das, wie gesagt, auch sehen. Die Gräber sind mit hier in deutscher Schrift, also deutsch-lateinisch geschrieben. Und auf der anderen Seite haben sie hebräische Schriftzeichen. Das können wir also auf der Rückseite dann auch sehen. Insofern sind sie mit zwei verschiedenen Schriften versehen. Ja, ich kann dazu noch sagen, es hatte sich dieser Arbeitskreis jüdischer Friedhof gebildet und dann ist die jüdische Gemeinde sehr schnell entstanden. Das waren Juden aus Russland, die hier eingewandert sind, die eben dann in Bad Pyrmont lebten, hier aufgenommen wurden. Und insofern ist die jüdische Gemeinde sehr schnell angewachsen. Und am Anfang, als diese Feierlichkeiten hier immer am 9. November stattfanden, da war das am Anfang alles eigentlich auf Russisch und man hat da gar nicht viel verstanden und später wurde das dann eben auch stärker auf Deutsch mit übersetzt, sodass eben auch andere Besucher aus Bad Pyrmont besser dem Ganzen folgen konnten. Und ich habe eigentlich seit Anfang an immer auch an den Feierlichkeiten teilgenommen und fühle mich insoweit auch hiermit verbunden und habe mich auch sehr gefreut, als dieser Friedhof plötzlich wieder insoweit sich verändert hat. Am Anfang war hier nur grüne Wiese und nur dieser eine Denkstein stand hier und als dann das ausgegraben wurde, dann sah das doch ganz anders aus und das hat mich auch sehr gefreut, dass das dann wieder so gut hergerichtet werden konnte nach dem ganzen Schlimmen, was früher passiert ist. Ja, dieser Film ist auf dem Kanal Bad Pyrmont aktiv. Da sind noch weitere interessante Filme und ich schlage vor und bitte darum, diesen Kanal zu abonnieren, damit Sie ständig auf dem neuesten Stand sind.